Hallo aus der Zukunft. Wir sind gerade in Orléans, stehen jetzt hier schon circa eine Woche. Das ist so ein kurzer, ja, ist kurzer nicht, so ein Zwischenstopp halt gewesen. Einerseits sollte man uns die Stadt anschauen, nochmal Wäsche waschen etc. auf dem Campingplatz. Nächsten Donnerstag geht es dann nach Paris, aber morgen fahren wir erstmal noch weiter, stellen uns mal noch 2, 3 Tage in die Natur. Und nach der Woche in Paris werden wir dann Richtung Heimat aufbrechen. Das sind dann 4 Fahrtage am Stück oder 3, weil wir dann einen Termin einerseits bei Bimobil haben, um noch was machen zu lassen. Dann natürlich Familie besuchen, Freunde besuchen und weiter noch ein paar Veränderungen an Mando vornehmen lassen. Dann sind wir vom 19. bis 22. Juni auf der Abenteuer in Allrad. Also wenn ihr Lust habt, mal einen Kaffee mit uns zu trinken oder einen Radler, schaut doch gerne mal auf dem Campground vorbei bei uns. Ja, und in diesem Video geht es um die Quinta de la Regalera. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Eine wunderbare Schlossanlage mit großem Park und verwunschenen Gärten und Grotten und eine tolle Anlage. Die zeigen wir euch in dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Die Quinta de Regalera ist in Sintra, das ist also bei Lissabon. Da befinden wir uns aktuell. Genau. Und jetzt Hallo. viel Spaß beim Video. Guten Morgen, wir sind heute reingefahren nach Sintra und schauen uns heute die Quinta de la Regalera an. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich blende es mal unten ein. Die Quinta da Regalera ist ein richtig magischer Ort. Glaubt uns, es ist kein normales Schloss, das ist mehr so Märchen trifft Mystery. Das Anwesen liegt ganz nah am historischen Zentrum von Sintra und gehört verdient zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gebaut wurde das Ganze Anfang des 20. Jahrhunderts von einem superreichen Typen namens Cavallo Montero. Der wollte sich hier seinen ganz persönlichen Traum verwirklichen und das ist ihm wirklich gelungen. Der Palast ist nur ein Teil des Ganzen. Es gibt hier eine Kapelle, jede Menge geheimnisvolle Tunnel, Grotten, unterirdische Gänge, Brücken, Teiche, sogar einen Tennisplatz. Wir konzentrieren uns bei der Besichtigung hauptsächlich auf die Außenanlagen, aber alleine dafür sind wir schon gut 3 Stunden durch das hügelige Gelände gestreift. Den Stil kann man als neogotisch mit Türmchen, Wasserspeiern und ganz viel Liebe zum Detail beschreiben. Manchmal hat man echt das Gefühl, man ist mitten in einem Fantasy-Film. Wenn ihr mal in der Nähe von Sintra seid, nehmt euch Zeit für diesen Ort. Es ist wirklich nicht nur schön, sondern fühlt sich auch ein bisschen an wie eine Reise in eine andere Welt. Und ist den Eintrittspreis von 15 € pro Erwachsenen auf jeden Fall wert. Und wichtig, weil wir das ja auch schon öfters verpeilt haben, bucht die Tickets ein paar Tage vorher für die gewünschte Einlasszeit. Der Park der Quinta da Regalera ist absolut magisch. 4 Hektar verschlungener Wege, wilde Natur und lauter kleine Entdeckungen. Unten ist noch alles recht ordentlich angelegt, weiter oben wird's dann richtig verwunschen. Überall tauchen Statuen und kleine Bauwerke auf und viele davon sind voller mystischer Symbolik. Montero, der Besitzer, war nämlich Freimaurer und hat dies hier wie einen spirituellen Abenteuerspielplatz gestaltet. Das Highlight, die Brunnen der Einweihung, keine Brunnen im klassischen Sinne, sondern spiralförmige unterirdische Türme, mega beeindruckend. Es gibt auch künstliche Seen, Brunnen und ein ehemaliges Aquarium, das aussieht, als wäre es direkt in den Fels gemeißelt. Zwar nicht mehr in Betrieb, aber trotzdem irgendwie cool. Ja, hier gibt es auch Sequoia-Bäume.
Look at you, save the day. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wenn das so ist, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und kommentieren natürlich nicht vergessen. Genau. In diesem Sinne, Live long and prosper. and may the fourth be with you. In diesem Video geht es dann... Nee, nochmal. Wir hoffen, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Jetzt bin ich total aus. Ganz ruhig. Zeit.